Der Name des Mädchens ist Amanda Williams. Sie ist in Kalifornien, USA, geboren und aufgewachsen. Schon in jungen Jahren hatte Amanda eine Leidenschaft für Tiere. Nach ihrem Collegeabschluss wurde sie im San Diego Zoo 2920 zu Dr. San Diego, CA 92101, USA, eingestellt. Dort kümmert sich Amanda um viele verschiedene Lebewesen, darunter auch seltene Tiere. Durch ihre Zeit im Zoo konnte sie Erfahrungen sammeln und umfassende Kenntnisse über die Tierwelt gewinnen. 2 Jahre später veranlasste sie ihr Verlangen, die Natur zu erkunden, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Amanda beschloss, nach Afrika zu ziehen, um sich dem Masai Mara Reservat in Kenia anzuschließen. Hier, so glaubt sie, könne sie sich voll und ganz der Aufgabe widmen, die Tierwelt zu schützen. Während ihrer ersten Tage im Masai Mara Reservat musste sich Amanda an das raue Klima gewöhnen. Die Temperaturen sind tagsüber manchmal sengend heiß und nachts eiskalt. Sie hat jedoch immer ein Lächeln im Gesicht und hat keine Angst vor Schwierigkeiten. Amandas tägliche Aufgabe besteht darin, zu patrouillieren, Tiere aufzuspüren und sicherzustellen, dass keine Wilderei stattfindet. Dank ihrer kontaktfreudigen Persönlichkeit schloss sie schnell Freundschaft mit den Kollegen vor Ort. Die Menschen liebten sie für ihre Hingabe und ihren Mut. In ihrer Freizeit geht Amanda oft im Reservat spazieren, um die Gewohnheiten von Löwen, Elefanten, Nashörnern und vielen anderen Arten zu beobachten. Sie hat außerdem alle Informationen, die sie gelernt hat, sorgfältig in ihrem Notizbuch festgehalten. Ihre 2-jährige Erfahrung im San Diego Zoo gab ihr eine solide Grundlage, um mit jeder Situation fertig zu werden. Ein paar Monate vergingen schnell und Amanda gewöhnte sich an das Leben hier. Souverän steuerte sie den Geländewagen durch schwierige Straßen mitten im Grasland. An normalen Tagen ist sie immer mit einem Teamkollegen unterwegs, um die Sicherheit während der Patrouille zu gewährleisten. Doch eines Morgens wurde ihre Teamkollegin plötzlich krank. Da der Patrouillendienst nicht aufgeschoben werden konnte, beschloss Amanda, allein aufzubrechen. Sie brachte genügend Wasser, Snacks und die notwendige Schutzausrüstung mit. Das Wetter an diesem Tag war ziemlich rau, die Sonne schien grimmig auf die weite Steppe. Ihre Entschlossenheit und ihre Liebe zu Tieren gaben ihr jedoch Kraft. Amanda glaubte, dass diese Solopatrouille so reibungslos wie immer verlaufen würde. Ihr ATV bahnte sich langsam seinen Weg durch das Gebüsch und hinterließ eine dünne Staubspur. Unterwegs bemerkte sie die Fußabdrücke einiger Antilopen und hielt Ausschau nach Löwenspuren. Plötzlich sah sie einen seltsamen Lastwagen, der versteckt in der Nähe eines Baumdickichts geparkt war. Mit klopfendem Herzen vermutete Amanda, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Sie wurde langsamer, hielt den Wagen an und holte ihr Fernglas heraus, um die Situation zu beobachten. Der LKW schien neu zu sein und hatte kein eindeutiges Nummernschild. Amanda beschloss, näher heranzugehen und gab dem Fahrer ein Zeichen, anzuhalten. Zuerst rollte der Lastwagen langsam, als ob er sie nicht bemerkt hätte. Doch mit entschlossenem Blick und einer festen Geste brachte sie es nur einen Meter vor sich zum Stehen. Amanda bat höflich, aber bestimmt darum, den Kofferraum überprüfen zu dürfen. Die beiden Männer im Auto sagten kaum ein Wort, nickten nur stumm. Als sie die Tür des Lastwagens öffnete, erschrak sie über den Anblick, ein angekettetes Nashorn. Ihr war sofort klar, dass es sich um Wilderer handelte. Gerade als Amanda zu ihrem Auto eilen wollte, um die Waffe zu holen, wurde sie schnell von 2 Männern festgehalten. Sie forderten sie auf, ruhig zu sein und keinen Widerstand zu leisten. Dann schleiften sie zu einem großen Baum und fesselten ihre Hände mit einem Seil fest. Amanda drohte ihnen, dass sie einer rechtlichen Bestrafung sicherlich nicht entgehen würden. Die beiden Diebe ignorierten die Warnung, starteten schnell den Wagen und verschwanden im Handumdrehen. Allein in der Hitze gelassen, versuchte Amanda, sich zu befreien. Aber das Seil war zu stark und hinterließ rote Flecken an ihrem Handgelenk. Ihre Kehle war ausgetrocknet und der Schweiß begann an ihrem Körper herunterzulaufen. Die sengende Mittagshitze ließ sie fast erschöpft zurück. Amanda begann in einen halbbewussten Zustand abzudriften. Die Silhouette der Steppe vor meinen Augen verschwamm allmählich.
Plötzlich ertönte von hinten ein Knurren. Das Brüllen kam immer näher und zwang sie, wieder zur Besinnung zu kommen. Sie öffnete die Augen und erschrak, als sie ein Rudel Löwinnen näher kommen sah. Amandas Herz raste, Angst drang in jede Zelle ein. Die Löwinnen umringten sie und zwangen sie, sich zu ducken. Dann teilten sie sich plötzlich, um einem großen männlichen Löwen Platz zu machen. Der männliche Löwe näherte sich Amanda und beobachtete sie mit scharfen Augen. Es begann mit seinen Zähnen und Klauen an dem Seil zu kratzen, das ihre Hände fesselte. Amanda hatte Angst, bemerkte aber gleichzeitig, dass sein seltsames Verhalten kein Angriff sein sollte. Sie betrachtete die große Narbe am Hals des Löwen genau und erinnerte sich plötzlich an eine ferne Erinnerung. Es war der Löwe, den sie vor einem Jahr gerettet hatte, als er von Hyänen angegriffen wurde. Anschließend kümmerte sie sich 3 Monate lang darum und half ihm, sich vollständig zu erholen. Der männliche Löwe kämpfte weiter mit dem Seil. Schließlich begannen die Seile zu reißen und sich zu lösen. Amanda nutzte die Gelegenheit, um ihre Arme aus den Fesseln zu befreien. Sie weinte fast vor Glück und umarmte den Löwen. Der Löwe knurrte leise als Antwort auf ihren Dank. Dank dieses magischen Moments wurde Amanda klar, dass ihre Freundlichkeit unerwartete Hilfe gebracht hatte. Ohne ihre Mission zu vergessen, verließ sie den Ort sofort und machte sich auf den Weg zum Geländewagen. Sie stieg zitternd ins Auto, war aber noch bei Bewusstsein genug, um die Zentrale anzurufen. Amanda meldete den Vorfall und den Zustand des angeketteten Nashorns dem Naturschutzzentrum und der örtlichen Polizei. Sofort wurde ein Polizeiteam mobilisiert, um die beiden Diebe zu jagen. Amanda koordinierte außerdem mit ihren Teamkollegen die Verfolgung des Lastwagens. Nach etwa 2 Stunden entdeckten sie den verdächtigen Lastwagen, der durch den Wald fuhr. 2 Diebe sind auf der Flucht aus dem Naturschutzgebiet. Doch die Polizei hielt das Auto schnell an und nahm sie fest. Das Nashorn konnte in einem Zustand der Panik, jedoch ohne ernsthafte Verletzungen, gerettet werden. Die Tierärzte im Zentrum untersuchten das Tier und versicherten, dass es sich gut erholen würde. Amanda und ihre Teamkollegen waren überglücklich, das Nashorn wohlbehalten zu sehen. Sie brachten es in die weiten Graslandschaften des Masai Mara Reservats zurück. Die beiden Diebe wurden auf die Polizeiwache gebracht und ihnen wird die Jagd auf seltene Tiere und der illegale Transport dieser Tiere vorgeworfen. Amanda verabschiedete sich von der Polizei und war dankbar für ihr rechtzeitiges Eingreifen. Ihre Teamkollegen nahmen wieder ihren regulären Patrouillendienst auf, während sie zum Hauptquartier zurückkehrte, um ihren Bericht fertigzustellen. Trotz ihrer Erschöpfung musste Amanda lächeln, als sie daran dachte, wie der Löwe ihr das Leben gerettet hatte. Im Stillen dankte sie dem Leben, dass es ihr die Möglichkeit gegeben hatte, viele kostbare Geschöpfe kennenzulernen und ihnen zu helfen. Nachdem sie ihre Arbeit beendet hatte, fuhr Amanda zurück zu dem kleinen Haus am Rande des Reservats, in dem sie wohnte. Sie schaltete leise Musik ein, versuchte sich zu entspannen und die stressigen Ereignisse des Tages Revue passieren zu lassen. Bevor sie einschlief, vergaß Amanda nicht, dem Schicksal dafür zu danken, dass es ihr einen so ungewöhnlich glücklichen Tag beschert hatte. Sie lächelte und glaubte daran, dass sie ihre Reise zum Schutz der Tierwelt morgen mutig fortsetzen würde. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.